Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Heroes Trails in the Sky SC. Wir sind im Esmeraldas Tower und versuchen eine Nebenquest zu machen. Das ist, glaube ich, noch der einfachste der 4 Türme. Deswegen habe ich da überhaupt keine Sorge, dass wir hier nicht schnell durchkommen sollten. Und danach müssen wir uns ja auch noch ein bisschen um die Hauptquest kümmern. Es ist ja immer noch dieser merkwürdige Nebel hier. Aber ich habe mir gedacht, hey, wenn wir schon mal hier sind, lass mal erstmal den Turm hochklettern. So, look, I'm a chest and you're a human. All love can never be. Let it go. Let it go. Found EP charge. The chest is empty. Your screams of disappointment resound off of its wooden walls. Ja, das ist melodramatisch hoch 10. Lass ich so gelten. Emerald Talisman. A small spider skitters from one side of the empty chest to the other. It's actually kind of cute. Yeah. Das Schöne an diesem Turm ist nämlich einfach, er ist, glaube ich, fast bis zur Hälfte oder darüber hinaus sehr simpel aufgebaut. Also wir können ja einmal im Kreis gehen, das weiß ich noch. Aber wie es jetzt aussieht, werden wir sehen. Moment mal, wo komme ich denn jetzt raus? Ah genau, hier ist zu. Ich weiß nämlich, dass die anderen Türme, in denen wir ja auch schon drin waren, teilweise wirklich komplex aufgebaut waren und dass man hoch und wieder runter musste und hoch und wieder runter. Und ich glaube, das ist hier gar nicht so. Ich glaube, hier kann man relativ straight nach oben gehen, Stockwerk für Stockwerk, ohne wirklich viel zu verpassen. Man merkt es ja jetzt hier, wir konnten in jedem Stockwerk aktuell alles mitnehmen, was unterwegs herumlag. Und das ist etwas, was tatsächlich in den anderen teilweise nicht möglich war. Eine Truhe, Mighty Juice. Sorry, I'm empty. Das war's auch schon auf dieser Ebene, oder? Ich glaube, es gibt nur noch hier rechts. Okay, hier ist dicht. Aber da kommen wir her, ne? Da war nix. Hoppala. Da war nur ein Gegner. Tschüss. 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 Und tschüss. Okay. Ne, da war nur die Wand. Okay, und da oben haben wir geguckt, da war nichts. Also auch hier, was war das jetzt? 3. Stock? Ja, 3. Stock. Und wir konnten alles erreichen, ohne Probleme. Es gab auch immer nur einen Aufgang. Auch das ist für die anderen Türme später typisch, dass das nicht mehr so ist. Okay, hier wird es jetzt ein bisschen komplex, aber auch hier, wir können einfach durchlaufen. Da geht's nach oben. Das ist das erste Mal, dass es ein bisschen komplexer wird. Ich werde mich erstmal hier umgucken. Ah, Tatsache. Monster appeared. Ja, das kriegen wir easy hin. Ich würde mich sagen, mit Tita hauen wir gleich einfach mal richtig auf die Kacke. Die hat nämlich sogar ein Critical. Jetzt pass mal auf. Zack, 2 weg. Doch nicht, nur einer weg. Ja, mach die mal. Einer weg. Noch einer weg. Noch einer weg. Und noch einer weg. Und noch einer weg. Easy. Und sogar 8 Erfahrungspunkte. Hey, Gypsy Queen. This chest looks sad and deflated now that you've taken all its stuff. Ja, meine Güte. Ein bisschen melodramatisch, aber so ist das Leben. Okay, also geht's hier noch weiter lang? Ne, hier ist kaputt. Da ging es nach oben. Wollen wir mal hochgehen einfach? Das scheint eine goldrichtige Idee gewesen zu sein, so wie das hier ausschaut. Die können wir schnell wegballern. Ich mag diese Türme. Das ist nämlich das einzige Mal, dass in den ersten beiden Teilen wirklich so ein Hauch von wirklichem Dungeon-Feeling aufkommt, weil die anderen sind ja wirklich extrem langweilig. Diamond Staff. As you open the box again, you think about what it would be like if you lived inside it like a little house. It'd be cramped, but quaint. Quaint? I don't know. Das war's schon. Das war ja goldrichtig, dann hier hochzugehen. Aber das ist das Gute, wenn man das alles schon einmal gespielt hat. Man hat so ein Gefühl dafür, wo was sein könnte und wo nicht. Weil man hat das ja einfach schon 1000-mal gespielt. Man geht ja die Türme wirklich in den Spielen dann mehrmals hoch und runter. In der Mitte war nichts. Oder habe ich irgendwas übersehen? Nee, ne? Werden wir auf dem Rückweg zur Not sehen. Ah, und hier geht es auch nach oben. Das dürfte dann, glaube ich, der richtige Weg sein. Okay. Ah, nochmal Truhen. Sehr schön. Shield 4. You found the greatest treasure of all.
Friendship. Oh. Was haben wir hier? Do and slippers. You might look at this chest and think it's empty, but that's just negative thinking. Others see this baby and marvel at the amazing air inside. Ja, okay. Und wenn wir Glück haben, ist hier unten auch nochmal eine Truhe. Jetzt vor allem erstmal ein Gegner, an dem wir nicht vorbeikommen. Nee. Ah, okay. Hier geht's also direkt in den Eingang in die Mitte. Hier ist der Baum. Die Truhe haben wir schon. Ja, das sieht doch gut aus. Aber wo geht's denn dann weiter? Ach, hier unten, okay. Ja, ergibt Sinn. Und da sind wir. Und schau mal da. Ein Vogel und etwas Glitzerndes. Was könnte das nur sein? A ring? Why would something like this be here? But the bird just now. That was a crow, I believe. Maybe. It sure looked like one, but what does... Isn't this Armin's ring? It's very, very likely. Let's head back and report. Alright. Alright. Und hier sieht man übrigens auch, dass die Türme jetzt aktiviert sind. Hier wäre schönes Panorama. Und ich finde diese Türme so geil deswegen, weil sie so ein echtes Gefühl für die Weite des Landes vermitteln. Auch was spätere Teile, finde ich, gar nicht so gut hinbekommen mit der 3D-Optik. Und dieses Bild alleine schafft es, dass man wirklich begreifen kann, wie die Dimensionen wirklich sind. Warte, welches Gebirge könnte das sein? Hier vielleicht? Hier so? Das Gebirge Richtung Erebonien? Könnte gut sein, ne? Finde ich unglaublich schön gemacht. Und ja, diese Ränder sind halt da rechts sieht man es. Aber ich glaube mittlerweile, es könnte wirklich ein Überbleibsel davon sein, dass es früher nicht so eine hohe Auflösung hatte. Auch wenn man mir gesagt hat, das wäre wohl tatsächlich erst auf dem PC gekommen, dann vielleicht auch wirklich einfach Auflösungsding. Und das ist halt, wenn man so ein statisches Bild hat, das kann man halt nicht einfach upscalen. Das ist dann halt da zu Ende. Man könnte es nur noch an den Rändern irgendwie mit Computer ausfüllen lassen. Aber wir reden hier von einem Spiel, das, ich glaube, auch im Westen, wann ist es gekommen? 2010 oder irgendwie sowas. Also immer noch sehr spät im Vergleich zum Original. Aber ich weiß nicht, ob die Technik da schon so weit war. Also haben wir hier vielleicht noch eine drüber sehen? Nee, haben wir nicht. Gut. Dann gehen wir wieder runter. Werden wir mal kurz auf meine schöne Liste gucken. Irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, oder? Nee. Nee, ich glaube nicht. Okay. Dann gehen wir erstmal nach unten. Jetzt habe ich völlig den Faden verloren, wo ich war. War ich drittes Stockwerk? Wir werden es ja sehen. Also ab hier ging es ja wirklich sehr linear nur noch runter. Das heißt, hier sollten wir eigentlich gar keine Probleme haben. Second, genau. Jetzt gibt es nur noch einen Weg da oben. Und dann sollten wir auch schon wieder raus sein. Einmal durch die Mitte durch. Und fertig. Sehr schön. Hier ist der Nebel auch ein bisschen dicker. Und wir wollten ja noch wir wollten den Malga-Trail noch Richtung Mine gehen. Einfach aus dem Prinzip, dass das für die Hauptquest noch wichtig ist. Wir wollen ja immer noch herausfinden, wie weit der Nebel vorgedrungen ist. In den Westen 80 Selk, das müssten 80 Meter wirklich sein, glaube ich. In den Süden sogar nur, das waren weniger, ne? 50, 60 oder sowas. Und im Norden ist es aber deutlich mehr. Das dürften eher so 100 oder sowas sein. Oder noch mehr. Eigentlich müsste es noch mehr sein. Aber wir werden sehen. Okay. Yay, the fog's cleared. So along the Malga Trail, the fog goes all the way to 140 Selk out from the city. Sag ich doch. 140. Huh. Not only does the fog extend halfway up. So, ich muss das mal kurz nachgucken, was das jetzt ist. Gucken wir mal ganz schnell nach. Kiseki, übrigens original, wenn ihr immer was sucht, einfach nach Kiseki gucken. Kiseki, Selk. Wie viel ist das? Metric System, Kiseki. Rake is a fundamental unit of the length in the Kiseki metric system, where a Rake ist 1 Zentimeter. Selk. 1 Selk sind 100 Meter. Also sind das 1,4 Kilometer. Ja, siehst du, das passt doch auch schon wieder viel, viel besser. Gut. Not only does the fog extend halfway up the blasted mountain, but there are monsters everywhere. This is bad. Yeah, I don't ever remember it being this bad. Anyway, we've checked all 3 roads, so time to head back and report to Aina, right? Unless you can think of any other pressing business, I'd say that's right.
Ja, habe ich. Ich möchte nämlich noch hier den Weg lang gehen und nach möglichen Truhen gucken. Da rechts ist doch hundertprozentig noch eine Truhe versteckt. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Aber das macht logisch, weil für Kilometer fand ich es war zu lang, aber für Meter war es halt viel zu wenig, weil überlegt mal, wir gehen hier hoch, das heißt von hier bis ungefähr hier sind es 1,4 Kilometer und das passt ja schon viel besser. 800 Meter, fast ein Kilometer, ne? Weil 80 Meter vor der Stadt, das müsste ja direkt davor sein, das ist ja Quatsch und wir sind ja schon wirklich ein Stück gegangen und das unterstreicht auch nochmal, was ich ja so geil finde an dieser Grafik, den Charakter, dass das alles eher abstrakt gemeint ist und man deswegen diese ganzen Größenverhältnisse viel besser hinnehmen kann als in den späteren Teilen, weil die ganze Optik darauf bedacht ist, dass es eben nicht echt ist, also dass die Größenverhältnisse so ein bisschen abstrakter sind. Hey, you're those braces from way back, right? Sorry about the minds of limits to non-minors. Sorry, but I'll have to ask you to leave. Okay, also hier haben wir nichts mehr. Ich wollte noch einmal bei der Milkmain Road was nachgucken, ob ich da wirklich alle Truhen hatte. Ich habe mir da nämlich was aufgeschrieben, bin nicht sicher, ob ich eine davon habe. Aber das können wir, das können wir relativ schnell feststellen, weil ich habe mir diesmal herausgesucht, wo genau die Truhen sind. Und das heißt, wir können die diesmal nicht übersehen. Wobei ich glaube, wir haben die alle. Aber ich will lieber auf Nummer sicher gehen. Man weiß ja nie. Ne? So. Okay. Die Sonne senkt sich. Huh? Did you guys hear the sound of a bell just now? Yeah, it sounds really far away though. It was really very lovely too. Yeah, I know, it was like hypnotizing for a second there. Shira, you okay? You're spacing out. Oh no, it's nothing. Like you said, it's a lovely sound. It enchanted me for a moment, that's all. You too, huh? You don't hear a bell that nice often. I wonder if Renan got one in or something. It's possible. Anyway, we have a clear picture of how far the fog extends now. We should let Aina know. Yeah, let's get back. Das finde ich nämlich ist übrigens auch eine Stärke von diesem Teil, dass es die persönlichen Geschichten der Figuren vorantreibt. Und zwar wirklich nicht nur Estelle, das ist ja logisch, weil da sind wir ja hautnah dran, was sie so erlebt, sie ist ja noch sehr jung, aber auch vom Supporting Cast. Wir merken es jetzt bei Shira, wir werden es bei Agathe noch merken, bei Sin werden wir es auch noch, haben wir es ja auch schon leicht gemerkt mit Walter. Also das ist wirklich, wirklich cool. Und für Estelle kommt sogar noch eher was dazu mit Ren. Good work, everyone. Let me pay you for your efforts before we continue. Okay, fog investigation. I have to admit, though, I was expecting a more vague report. If the fog has boundaries that clearly defined, brr. Yes, it's all but impossible to think of it as natural when you see it. Still a little unclear on just how big the entire fog cloud is. Let's take a look at it on a map. Okay. Jetzt noch kurz nachgucken. Okay. Okay. So if it's 60 south down the Elise Highway, 80 down the Milkmain Road, and 140 down the Mulgar Trail, it should look like something. Something like this. That's not really as helpful as I thought it'd be. Yes, it's strange. The way fog spreads should change based on its point of origin and the direction of the wind. Meaning we're still completely in the dark on what's causing this or what it means. Guess all we can do is stay ready for anything. I'm afraid so. The army's still on the fence about mobilizing too. Oh, that reminds me. Hey, Tita? I don't suppose your grandpa has any inventions that are like a fog remover or something? A what? Grandpa did make something called a dehumidifier once? A dehumidifier? So it removes water vapor from the air, right? That's perfect. Could we use that? I don't think so. It's meant to be used indoors. You need hundreds to affect a place as big as Roland. And even if we had them all, it wouldn't fix the actual problem. Technology fails us, huh? It'd also be nice if we had some solid evidence the society's behind this. This feels a little half-cooked, I think, for them anyway.
I think you mean half-baked, and what makes you say that? So far, everything they've used their gospels for has been sort of world-shaking phenomena, right? Literally in one case. But just producing some fog isn't really that impressive. Good point. You'd think this would be like a flesh-eating doom fog thing or something coming from them. Oh, and let us not forget, every time they have given us a message in some form or another. This time, however, not a murmur. Wait, have they? My rival's ghostly projections, the wolf appearing amongst sheep, and our kitten's lovely letters. Each time there were provocative signs spurring us into action, but here silence. That's true, I guess. Put like that, it does come across as rather half-baked. Huh? Shira, something the matter? A message. We may have received one already. What? What? When did we... Help! Someone! Okay, was geht ab? Mayor Klaus? Oh, Estelle, hello. Oh, Mayor Klaus, hi. What's wrong? You look like you just ran a marathon. Wait, why am I getting the weirdest sense of déjà vu? Mayor Klaus, please catch your breath. Has something happened? Has something... You could say that, yes. I'm glad to see you're all safe, at least. Mayor, what do you... Mayor, if you could explain? Just a few moments ago, Lita collapsed in my home. Several other citizens have fainted in the same way. What? Ist wohl doch nicht so harmlos, dieser kleine Nebel, hä? 9 Uhr. Ja, das kommt davon, wenn man sich beschwert, dass das Phänomen zu lasch ist. Da kippen sie alle aus den Latschen. Und eine Reihe von Leuten, die einfach umgekippt ist, ne? I've been to all the houses and it seems the symptoms are the same in every case. Their breathing is stable and their pupils look fine. They seem to be asleep, so they shouldn't sicken further, I think. I see. It's a small mercy at least. If we cannot rouse them, however, I doubt I need to elaborate. Mayor, we have to find a solution as fast as we can. Estelle, are you feeling alright? You're so pale. I'm okay, it's just even Alyssa's mom and Luke collapsed. It's kind of a shock. Estelle, if you're not feeling well, you can go back to the guild house, you know? Or you could rest at home. No, can't let myself get all mopey, you know? Father, you really have no idea why they're comatose? I'm afraid I don't. I desperately wish I did. The traditional church remedies for awakening the sleeping aren't working, so I don't think it is poison or illness. It's more like idiots preserve us, but it's like their souls are trapped by something. Their souls? For the moment, it seems the best course of action would be to visit the homes of the afflicted. We need to find out exactly the situation was like when they fell into these comas. Right, let's go. Estelle Sherazade. As of now, in my capacity as Mayor of Roland, I am formally requesting guild assistance. Please, discover what has caused this and assuage the fears of our people. Just leave it to us, Mayor. We'll do everything in our power, sir, I swear it. Ja, nicer dicer. Hey guys, am I the only one who's suspecting the society behind all this? It does seem likely that they're the culprits, yes. A coma Father Divine doesn't understand. I guess that's kind of an incredible phenomenon, isn't it? Thanks guys, I was hoping I was just being paranoid. But then I have to wonder, has anyone received a message? That's a good question. You did write down the full list of people who've fallen comatose, yes? Oh, one sec. We can begin by asking the family, friends and associates of those four about anything suspicious. We can return to the guildhouse once we've done so. Right. So, jetzt ist die Frage, kann ich die Quest überhaupt abschließen? Ja, kann ich. I can hardly see the stars with all this fog, and yet I care not for the glittering sky. For you, my love, are only star I need to guide me through the darkest nights. They're still at it, huh? You're back. Did you find our ring? We found a ring that matches your description at least. We'll need to have you identified for us. Yep, we just need you to confirm if
it's yours or not. Amand, could you take a look at this ring? Sure, I don't mind. Ah, that's the ring. That's it. That's our engagement ring. Seriously? Seriously? You sure? Yes, I'm absolutely sure. Cannot thank you enough for your kindness. Good to hear. Makes this all worthwhile. Good, that settles things then. I never dreamed we would we find it in a place like this though. Moment. Okay. Okay. Genau. Phew, man. Yeah, never thought that we'd find your ring on the roof of the tower. Here, let me give it back to you before it ends up lost again. Thank you. I don't even know how to express how I feel right now. We never lost our faith in you. Thank you so much. Not at all. I'm glad we could help. Your wedding isn't too far off from now, isn't it? Is it? Best wishes. Thank you. Goodness, it's a little embarrassing to hear it said out loud. Don't be embarrassed, my love, for no other love has received a stronger blessing. We still have a lifetime of well wishes ahead of us. Armand, Ellie. Es ist so schnulzig, wie es süß ist. Naja, okay. Wir haben die Quest erledigt. Und haben wir jetzt noch irgendwie was groß zu tun? Also wir können auf jeden Fall erstmal die Quest reporten. Sehr schön, 4 Stück. Good work there. Nice, sehr schön. Das haben wir wahnsinnig toll gemacht. Schön. Warte mal. Ich habe auf meiner Liste stehen, auf den Turm gehen und mit einer Taube sprechen. Sind die gerade weggeflogen, oder? Da. Cheep. Jan. Ach, das ist das mit den Bacon-Dingern. Orange Juice. Der muss aber Bacon heißen. Blueberry Muffin. Es gibt einen Vogel, der heißt Bacon. Blueberry Muffin. Das kriegen wir hin. Orange Juice. Warte mal, wie gehe ich nochmal? Ah ja, so, okay. Er hat einfach selbst vergessen, wie es geht. Bacon! Da. Ja, jetzt hat er geglitzert. Okay. Ich glaube, wenn man irgendwie alle Vögel dauernd anspricht, dann kriegt man ein Achievement mit mir. Ich weiß nicht, ob ich das schon habe. Ja. Und müsste nicht irgendwo auch noch Anton rumgeiern, wie ich den kenne, entweder im Hotel oder in der Bar. Ich glaube in der Bar. Ja, tatsächlich, da sind sie. That blonde-haired lady's been on my mind ever since I laid eyes upon her. To think such a wonderful woman even existed. A chance meeting in a little village, my serendipitous arrival. The goddess may have very well be directing me to true love. Sweet 80s. But he's fallen in love at first sight again. Every time he opens his mouth, he starts talking about that woman. Blonde goddess, this heavenly mended that, well, it's nothing new, so not like I worry about it. Quick to flame, quick to cool. That's Anton in a nutshell. Ja. Das kennen wir doch. Und, ich glaube... Moment. Hab ich noch irgendeine... Aha, ich wollte schon sagen. Search for lost cat. Short. I'm looking for my cat. I will be waiting at the Hotel Roland. Ja, dann machen wir das auf jeden Fall zuerst. Ich wusste, dass das hier ein bisschen durcheinander wird am Abend, weil die Zeiten verändern sowas immer auf jeden Fall. What to do? Oh, you all are? Hey, it's been a while. We saw the job posted on the board.
Oh my. I'm so sorry to call you out so late at night. I know it's sudden, but would you go find Errol for me? Errol? That cat. Gone again, I take it. How about it? Will you find my little Errol? Yeah, Ziggy. We should be able to handle the job right now. Given the circumstances, though, I'm wondering if now's the right time. Responding to complex situations is an important part of the Branche's job. We'll assist you as much as we can. Wonderful! If you can, could you provide some details? We know that you're looking for a cat. Is that Errol you mentioned, the cat in question? Yes, that's right. My little Errol's run off. She disappeared while I was taking an afternoon nap. Whoops. This sure seems mighty familiar. Ja, wer sich dran erinnert, diese Quest gab's schon mal. So he's been gone the whole afternoon. I'd start to get worried too. Do you have any idea where she might have gone? If you can think of any spots she might have gone to, that would help. I might have an idea. From what I found out, the landing port seems suspicious. The landing port? I poked around there a bit and asked one of the engineers, and they said someone saw a cat. They said it was a light brown kitty, so it must be Errol. See, I should write down the color of the cat's fur. That's very useful information, thank you. Shall we start the investigation there? Yes, I think it's worth investigating. Let's ask around at the landing port. Okay, dann machen wir das. Auf zum Landing Port und direkt mal nachfragen, wo die Katze abgeblieben ist. Okay. Ach, ich bin in eine Sackgasse gelaufen. Hier geht's nur zum Landing Port. Ich bin in die Wand gelaufen. Okay. Wen können wir fragen? Hier ist niemand. Da ist jemand. Ah, perfekt. What is going on with this fog? I may as well be swimming the way things are. Excuse me, can I have a moment? I need to ask you something. Sure, what's up? Ja, genau, wir suchen für die Katze a cat, huh? Afraid I haven't seen it. Huh, really? The one who saw it was probably Skip. Ask him what's up. He should be down by the warehouses. Okay. Also hier bei den Warehouses. Ich wüsste nicht, wo sonst welche sein sollten. Das ist auch später besser in anderen Teilen, dass angezeigt wird, wo Leute stehen auf der Minimap. Also, dass man sich nicht tot sucht. Ah, da, guck mal. Da haben wir aber Glück gehabt. This freaking fog, the humidity. I'm going to need to get everything set up to withstand this, but we might as well be underwater the way things are. Excuse me, can I have a moment? I need to ask you something. Sure, what is it? Genau, jetzt suchen wir wieder nach der Katze. Oh yeah, that cat. Yeah, I saw it, around noon today. So during midday. Which lines up perfectly with with what Ida told us. Do you know where the cat is now, or where it was headed? No idea, sorry. Today's been kind of crazy. But would it even have? Yeah, I don't know. Sorry, I haven't seen it since then, and I have no idea where it might have gone. Cats kind of go where they please, you know? Yeah, I guess they do. But, well, that's it for us then. Our trail of clues stops right here. Well, hold on there. Why not ask Quint? You just went into town for dinner. Quint? Yeah, he's the Cecilia's helmsman. He was talking about the cat too. Cool, time to find Quint then. Okay, also den nächsten. Quint. Wo könnte der sein? Die haben gesagt von der Bar, ne? Oder habe ich mir das eingebildet? Gehen wir mal schauen. Die beiden nicht. Wenn dann er hier. Ah, that was good. Been a while since I had a proper dinner like this. Yes, sir. Not that Master must get back. Das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Er hier vielleicht? Looking for Quint? He finished his dinner a while ago and took off. I doubt he went back to the ship. He's probably out killing time in town. Okay. Also ist er hier nicht. Dann... Ja. Gehen wir mal in die Sachen rein, ne? Bist du Quinn? Oh, sehr schön. Sometimes a relaxing shopping trip is just the ticket. Sorry, can we have a moment? Are you Quinn from the Nebel Ship Company? Yeah, that's me. Can I help you with something? Yeah, if you've got a sec, there is something we wanted to ask. Genau, jetzt suchen wir für die Katze. Searching for a lost cat, huh? Must be extra hard on a night like this with all the fog. Sorry to say I can't help. Haven't seen anything like that cat around here. Really? So I haven't seen her? Yeah, I swear to on Adios herself that I ain't seen a cat. Just heard about it secondhand. Secondhand from whom? Zosimov, from the same crew. I think he said something about seeing a cat when he was working in the airfield. Ja, schön.
Das war ja blöd. Ganze Hin- und Herlauferei völlig umsonst. Also muss hier noch irgendwo einer rumeiern, den wir finden müssen. Da hinten war ja keiner mehr, da können wir nicht drauf. Also hier vielleicht? Auch nicht? Also irgendwo muss hier ja noch einer sein. Hier hinten vielleicht? Nee. Sache mal. Bin ich blind? Hier vorne irgendwo? Hier ist doch auch niemand. Also hier muss doch irgendwo jemand sein. Hä? Da! Der hat aber gut versteckt. Ah, so relaxing. Seriously? Oh, who we have here? You're Zosimov, right? We've been looking for you. What on earth are you doing over here? Isn't it obvious? I'm spending a relaxing evening in the woods, sort of. You see, when you're on an airship all the time, you begin to long for greenery. So sometimes I just like to kick back and relax among the trees like this. Yeah, of all the forests in Roland, this is clearly the best place to get some greenery. Sure, why not? Well, for better or worse, we found Zosimov. Let's hurry up and finish our business. Genau, und jetzt erklären wir nochmal. Der Katze, looking for a cat. Read from Quint that you saw one. I certainly did. I was just a bit past noon today. I was offloading some luggage from the ship's hold. Quite an annoying critter. Began fuss me on the ship's hold, okay. Wait, so cat was inside the ship? Well, ship's hold can't mean too much else, can it? Okay. Also gehen wir jetzt zum Schiff. Okay, dann lass mal da hingehen. What to do, huh? Are we missing something? That's what it sounds like. What's wrong? It's just let me ask again to be sure. You're looking for a wheat-colored cat, yes? Yeah, we... Oh, no way. Ah, you've guessed? Yes, as you are looking for a wheat-colored cat, but the cat I saw was black as pitch. Dun-dun. Well, that certainly turns things around. I'm sorry, the relevance of the detail didn't strike me until just now. Certainly there's a cat on board, however. Ja, aber kann doch auch Schatten sein oder so. Also ich glaube, ich weiß es wirklich nicht mehr, aber ich glaube, das könnte einfach die Katze sein und er hat einfach Schatten gesehen. Found the kitten head. We actually want to ask you about that. And what would that be? We'd like to search inside the Cecilia. Wait, so you want to go inside the Cecilia in the cabin? Yeah, genau, und jetzt erklären wir das. I see, I do understand, but I'm afraid I can't give permission to board on my own, however. I'm really sorry, but you'll have to leave now. What? Kinda didn't expect to get told off. Told off nothing. I can't allow I can't allow. Company policy. No exceptions. For the love of guess we have no choice. Not quite done yet. Ah, jetzt kommt Shira. Why are you being so hard-headed, huh? What the... Now why don't you think about it long and hard? If the cat really is on board, that's trouble for you too, isn't it? What happens if it ruins the seats? Wouldn't that be a tragedy? Well, that is, yeah, sure. But I mean, I can't let you in without permission. Don't worry about that. We won't cause any problems. Just let us in for a little bit. So what do you say? You'll do it for me, won't you? Okay. Okay. Ja. Und wir dürfen doch rein. Okay, bla 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 bla. Und das alles für eine Katze. Okay, there. Getting quick. Okay, wir kennen das ja. Oh, it's really dark in here. Yeah, all the lights are out. Doesn't it feel? Bla 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 bla. Ich schätze mal, Ghost Stories, ja, jetzt hat erst mal wieder Angst vor Geistern. Ich schätze mal, entweder hier. Okay, hier ist aber nichts. Also da, wo man sich gut verstecken kann. Hier ist bei den ganzen Utensilien. Hier hinten vielleicht. Oder ganz unten wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, wollte schon sagen. Hey, that was a... Ja, sie liest es ja wohl. There you are, Errol. Oh, you silly kitty. You always do stuff like this. We'd colored fur, just like we'd heard. This must be our cat.
Thank goodness, she looks okay. You little troublemaker, we ended up walking all over the place thanks to you. What were you doing hiding in here anyway? Oh, es ist ein Baby. Es sind ganz viele Babys. Well, aren't they adorable? They look like newborns too. So she gave birth to them here? Actually, that makes a lot of sense. She was trying to find the safest place for her children. Yeah, but did she have to get on the ship? Well, whatever. Let's go report. Oh, wie süß. Oh, what a surprise. Errol's up and become a mother. We were just as surprised as you. Didn't see that coming, not one bit. Both mother and children appear to be healthy. Raise them with care. But of course, they're as precious to me as grandchildren. Now comes the real challenge. I need to come up with a perfect name for each and every one of them. I'm sure their names will be really cute. No problems there. Leave it to me. Oh, and one last thing before you go. It simply wouldn't do to have you on your way just yet. This is the second time you've helped me. It's alright for you to take this. Master Beats. It's something I've used often when praying. It's very calming. Oh, neat. Thanks, we appreciate it. Okay, dann haben wir alles super gemacht. Okay. That's one case cleared up. Now we need to get back to our real job. Yes, we were investigating why everyone fell comatose. We should get back to that at once. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Dafür möchte ich auf jeden Fall noch die Lorbeeren für einheimsen. Reporten wir mal. Sehr schön. Und ich würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall erstmal noch an, was hier jemand zu sagen hat. Ich glaube, hier war jemand drin. Nee, wisst ihr was? Ich glaube, das ist der perfekte Moment, um das für die nächste Folge aufzunehmen. Dann haben wir nämlich ausschließlich Hauptquests da für die nächste Folge. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und freue mich drauf. Bis dahin, tschüss!